So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf den Computersachen. Heute gibt's Fachchinesisch und ich kann euch leider noch gar nicht sagen, wie dieser Beitrag jetzt im Endeffekt ausfallen wird, ob es ja mehr Theorie wird mit dem Inhalt des Homepage-Artikels oder mit doch einigen Praxisteilen dazwischen. Ich kann es momentan nicht abschätzen. Ich habe zwar den geschriebenen Artikel, aber ich habe kein Skript. Das heißt, wenn ich beim Vorlesen, da bin ich nicht besonders gut, ein bisschen stottern, ein paar Buchstaben oder Wörter verschluck oder verdrehe, seid mir nicht böse, seid ein bisschen nachsichtig. So viel Deutsch spreche ich ja noch auch nicht mehr und das ist der deutschen Sprache einfach angebracht. Bei der aktuellen Version kann es sein, dass es bei der P-Note beim Betrieb einfach zu Problemen kommt. Die meisten werden P-Note, wenn sie bereits betreiben, unter Windows betreiben. Das war bis jetzt immer die mehr oder weniger einzigste Variante, die man eigentlich hatte, weil die Software eigentlich nur unter Windows verfügbar ist. Das heißt, man muss sich das WSL installieren, dann Docker Desktop für Windows noch draufstülpen und dann kann man die P-Note einrichten. Das noch als kleiner Hinweis, Docker-Installation und WSL 2-Konfiguration gehe ich jetzt natürlich hier in dem Video nicht ein. Nachdem das dann natürlich nicht zum Laufen zu kriegen war unter P-Note, ich glaube, ich habe die Note 5-mal zerlegt und musste sie neu synchron lassen, oder ich habe versucht, sie neu synchronisieren zu lassen. Hat nicht funktioniert. Ich habe also die Note mehrfach auch aktiviert, was natürlich das Schlechte ist, sondern natürlich die Gründungsnote von 2 Jahren bestehend da verliert. Das ist halt ein bisschen ein Nachteil, aber auch relativ vertretbar. Also wenn der Kasten sauber läuft, hat man recht hoch schnell wieder dann den hohen Status auch wieder im Netzwerk und dann läuft das auch wieder. Wenn ich das umstellen will oder neu installieren will unter Linux Docker, dann klingt das im ersten Moment recht simpel. Container starten, mit einer Docker Compose, Codes freigeben, fertig. In der Praxis zeigt sich jedoch schnell, dass P-Note intern deutlich komplexer aufgebaut ist als gewöhnliche Docker Services. Das ist ein bisschen verwunderlich, wenn man sich die Docker Compose dann anschaut, was wir auch später tun werden. Die ist eigentlich recht simpel beschnitten. Dieser Beitrag basiert auf einer reellen Migration und Fehlersuche, einer produktiven Mainnet-Node, die zuvor über ein Jahr, ja gut, es waren zwar 2,5 Jahre oder sowas, aber ist ja egal, unter Windows Docker Desktop und WS2 gelaufen ist und anschließend vollständig auf Linux migriert worden ist. Das wurde jetzt vor 4 Tagen abgeschlossen. Das funktioniert auch recht gut. Und das können wir uns mal ganz kurz anschauen mit Uptime Kuma. Den verwende ich jetzt gerade als Monitor für die ganze Geschichte. Und da haben wir P-Note Synced drin. Das ist also eine Abfrage, die liefert zurück den Wert Synced. Das heißt, die Node ist synchron. Sie läuft, sie hat die aktuellen Blöcke. So, was sind jetzt die typischen Fehler, die so auftauchen? PostgreSQL und rechte Probleme. Unterschiede zwischen Windows, WSL und Linux werden wir angehen. Docker-spezifische Folterfallen, Netzwerkprobleme, Monitoring habe ich euch gerade gezeigt. Kann man momentan mit Uptime Kuma machen. Da gibt es aber auch noch nichts Gescheites irgendwie. Da werde ich mal ein Video nachschieben, was dann da so geht, dass man da was Anständiges hat. Den Beitrag wird bewusst ausführlich gehalten und soll nicht nur eine funktionierende irgendwie Lösung liefern, sondern technische Hintergründe verständlich machen. Die Ausgangslage, die können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen. Schauen wir hier mal kurz rüber. Ist Windows Docker DSL. Ihr seht jetzt also wunderschön Windows Desktop. Und hier haben wir die Docker Node. Die Docker Node ist momentan deaktiviert. Sie läuft nicht, weil sie ist ja migriert komplett auf ein anderes System. Ist auch hier gesehen, da ist aus. Hier die Node tut nichts. Not available, die ist aus. Das ist allerdings die Software, die ihr verwenden würdet oder bis jetzt verwendet habt. Und ihr auch verwendet werdet, wenn ihr P-Note neu einrichtet unter Linux, weil ihr müsst die Node ja aktivieren, registrieren und dafür braucht ihr diese Software und dieses System. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Das war also die Ausgangslage. Das Ganze läuft in einem P-Note-Container, der war deaktiviert. Das hat man in der Überschrift in der Übersicht gesehen. Da bin ich nicht drauf eingegangen, aber das macht nichts. Wie gesagt, die Node lief lange stabil. Danach begann schleichende Fehler. Schleichende Fehler. Zunächst war alle paar Tage ein Neustart nötig, dann täglich. Später blieb die Node einfach dauerhaft hängen. Schließlich synchronisierte sie gar nicht mehr. Typisches Verhalten war jetzt zum Beispiel, Node bleibt bei Block 1 stehen, wenn man die komplette Chain rauslöscht. Man hatte keine sichtbare Aktivität, der Container lief scheinbar normal und keine Fehlermeldung in der
GUI. Probleme unter Windows 2, unter Windows, okay, wir haben Windows 2, nein, unter Windows und WSL 2, der erste Verdacht lag zunächst auf Netzwerkproblemen, beschädigte Chain, fehlerhafte Buckets, Docker-Problem. Container läuft jedoch stabil, kannst du abfragen mit Docker PSA, kannst du das nachschauen. Du kannst auch fast ein wichtigerer Befehl, den würde ich mir an eurer Stelle mal merken, Supervisor CTL Status. Und der bringt dir nämlich mal hier Datenbank Status. Der war running. Und der Stellar Core auch running. Wenn das nicht läuft, dann zwickt irgendwas. Aber das sah zunächst auch komplett aus. Die entscheidenden Hinweise zeigen sich später in den Verzeichnissen. Das große Problem unter Windows und WSL 2 zeigt sich in einer bekannten Docker-WSL-Problematik. Pinode speichert interne PostgreSQL-Daten in Docker-Volumens bzw. Bindmounts. Unter Windows und WSL 2 entstehen dabei häufig User-ID, Group-ID-Probleme, Dateisperren, inkonsistente Rechte, WAL oder SAM-Looks beschädigt die PostgreSQL-Dateien. Genau das Verhalten trat auch bei mir auf. Typische Symptome, Permission denied, da muss man dann natürlich allerdings in Logdateien suchen, damit man die findet, oder man versucht die Rechte zu ändern, aber auch die nimmt er teilweise an, aber ändert sie nicht, da die Dateiberechtigungen es nicht zulassen. Also Linux lässt den Befehl durch, sagt, es ist okay, aber im Hintergrund WSL ändert es nicht ab, weil es das nicht darf. Du kriegst keine Fehlermeldung, denkst, es ist okay, probierst es aus, geht nicht. Ja, dieses geht nicht Problem ist hier ziemlich relevant. Ian Malcolm von Jurassic Park nannte das die Chaos-Theorie. Fällt mir jetzt gerade dazu irgendwie so ein, ich weiß nicht, warum ich da gerade eine Parallele herstelle, aber okay. Warum die Probleme schleichend schlimmer werden? Das Verhalten entwickelt sich nicht zufällig langsam. Wahrscheinlich. Also mit 100% Wahrscheinlichkeit kann ich es jetzt auch nicht sagen. Inkonsistente Schreibvorrechte, beschädigte WAL-Dateien, gesperrte Dateien durch WSL. Das ist das, was ich gerade gesagt habe mit den Rechten. Die änderst du im WSL ab, aber Windows macht's nicht. Zunehmende PostgreSQL-Instabilität. Dadurch musste die Node zuerst seltener, dann immer häufiger und schließlich dauerhaft neu gestartet werden. Das erklärt auch das typische Verhalten, was ich zum Schluss auch hatte. Block 1 und dann kommt keine weitere Aktivität. Ja, also er sagt, Block 1 wird abgerufen, aber weiter passiert nichts. Und nach dem Problem unter Windows erfolgte die vollständige Umstellung der Nodes auf Linux. Das Ziel war keine Docker-Desktop, kein WSL 2, nur natives Linux-Docker-Umgebung. Die neue Umgebung, Ubuntu Linux, unsere verwendete, also meine verwendete Linux Mint, die 22.3, ist ein Ubuntu Linux, dann die Docker Engine, dann die Docker Compose und native Volumes. Jetzt kommen wir zu der Docker Compose, die ich schon erwähnt habe, die schaut eigentlich sehr schlicht aus. Wenn du die anschaust, da steht eigentlich wirklich nicht viel drin, also aber das ist im Prinzip alles, was du brauchst, um die Node zu starten. Service, dann Pinode, also wenn du dich mit Docker schon ein bisschen auskennst, dann weißt du, was die Dinger bedeuten. Die Community-Version 1.0 P22.1, die merken wir, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann kommt Mainnet, dann routen wir alle 10 Ports durch, die auch von Pinode empfohlen werden, und dann braucht man natürlich noch einen Port 1166. Quatsch, sage ich den schon wieder. 11626, den müssen wir durchreichen, da können wir unsere Johnson-Datei abrufen, wo wir dann auch das Monitoring betreiben können, ob die Node Sync-Status hat oder nicht und ob der stabil ist. Dann wichtig, die Verbesserung eines nativen Linux-Dateisystems verbessert die Stabilität und Performance erheblich gegenüber WSL-Bindmounts. Und die Bindmounts ist das, was ja WSL und Pinode da unter Windows benutzen. Welche Version ist momentan aktuell sinnvoll? Es ist egal, ob du jetzt migrierst oder ob du neu einrichtest. Im Moment ist die Stable-Version, die eigentlich momentan stabil läuft, die 22.1, die ist bei mir momentan auch am Laufen. Stabilste und sinnvollste, das neue Image, das was jetzt gerade an dem Update-Zyklus läuft, wäre jetzt eigentlich schon die V1.0.p23.0.1.
Werde ich mal testen. Nach dem Video werde ich mich mal da dran machen, mal das testen. Im Moment lasse ich sie lieber stabil laufen. Ich habe schon genug Downtime und ich muss meine 30 Tage Online-Zeit natürlich von den Prozenten natürlich wieder hochkriegen, über 90, damit die Node auch volles Programm spuckt, weil wir auch irgendwie seine Coins für den Service haben. Und wir kriegen hier unsere Belohnungen bei Pi. Na, das dürft ihr nie vergessen. Aktivierung, Registrierung der P-Node. Die wichtigste Erkenntnis, P-Node ist technisch nicht wirklich an Windows gebunden. Das sehen wir auch daran, dass sie unter Docker unter Linux läuft. Allerdings erfolgt die offizielle Registrierung derzeit weiterhin am zuverlässigsten über die Windows P-Node Desktop App. Das heißt, du musst dir unter einem Windows, das kann auch eine VM-Maschine sein, sonst irgendwas, eine Node kurz einrichten. Wenn du das noch nicht hast, brauchst du natürlich WSL2, das musst du dir installieren. Unter Windows dann das Docker Desktop für Windows musst du dir installieren und dann die P-Node Software. Auf WSL2-Installation und Docker für Desktop-Installation gehe ich jetzt nicht ein. Da gibt es auch Videos zu und Beiträge auf meinem Kanal bzw. auf meiner Homepage, die du eigentlich recht schnell über die Suchfunktion finden kannst. Die zuverlässigste Aktivierungsstation, empfohlener Ablauf, einmalige Registrierung deiner Node unter Windows, Voraussetzung für die Aktivierung der Node, installierte P-Network Handy App. Die brauchst du. Du brauchst verifizierte P-Account. Das heißt, verifizierter P-Account heißt KYC. Den musst du gemacht haben. Der muss durch sein, sonst brauchst du gar nicht anfangen. Und installierte Windows P-Node Software. Die brauchen wir zum einmaligen Start, dass wir unsere Konfigurationsdatei erhalten, die wir uns dann entsprechend auf Linux rüberziehen. Downloaden kannst du die Software hier, habe ich dir verlinkt. Hier ist die Notes, Advancing, blablabla. Du kannst du runterladen, einfach hier Link P-Node und dann kommst du zu der Software-Seite. Windows P-Node Software muss installiert und eingerichtet werden, und zwar vollständig. Das ist eigentlich auch in der Regel recht einfach. Einfach das Setup machen, was du runtergeladen hast und starten. Dann die Node natürlich anmelden mit deinem P-Account, Verknüpfung mit deiner Handy-App herstellen, Erzeugung der P-Node ID, Erzeugung der P-Node Seed, Verifizierung der Ports, das ist alles, was wir da machen müssen. Aktivierung der Nodes, P-Node Desktop installieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich geschrieben, aber gut. Das ist unglücklich geschrieben, cut mal raus. Node aktivieren, Ports testen, Verifizierung abschließen. Ports testen kannst du eigentlich rauslassen, das ist für die Katz. Ist ja nur kurz Start, dass er uns die Datei erstellt. So, welche Informationen erzeugt jetzt der Prozess, den wir angestoßen haben? Wir bekommen eine Node Seed, Node Public Key und vollständige Stellar Core.config. Das hier ist die Datei, die wir brauchen. Die müssen wir uns rüberziehen. Da haben wir alle Verifikationen drin, die wir hier eigentlich alle durchgelaufen sind und das hier im Hauptergebnis auch bekommen. Ist hier alles eingetragen. Wir brauchen diese Datei, die wir uns dann von Windows auf Linux ziehen werden. Danach die Migration auf Linux, wenn du das ganze Zeug umstellst, beziehungsweise wenn du neu erstellt hast, musst du das auch mal ein bisschen beachten, also nicht einfach drüber gehen. Die Stellar Conf Core musst du kopieren. Danach kannst du die Node vollständig ohne Windows betreiben. Das ist mal wichtig für dich. Wo findest du Datei unter Windows? Die relevanten Dateien befinden sich typischerweise unter User, Benutzer, App Data, Romaning, P-Network. Darunter Stellar, etc. und Stellar Core. Werde ich nochmal ergänzen, schlage ich nochmal nach, der Pfad ist ja nicht ganz vollständig. Da holst du die Datei raus, die Stellar Config. Und wenn du migrierst, dann kopierst du am besten gleich die ganze Verzeichnisstruktur rüber. Dann brauchst du da nicht lange suchen, da hast du dann natürlich auch die Stellar Core hier oben drin. Also jetzt nochmal zusammengefasst, wenn du migrierst, dann kopierst du einfach das komplette Zeug hier rüber. Ja. Also die Nodes, Docker Volumes, alles was da drunter ist, musst du dann quasi rüberziehen in dein neues Mount auf deiner Linux-Maschine. Und wenn du die Node neu einrichtest, dann findest du unter diesem Pfad, den ich noch korrigiere, die Stellar Config, die ziehst du dann rüber und legst sie auch unter deinem Zielpfad entsprechend ab. Dort liegen also, wenn du migrierst und diesen Ordner kopierst,
diesen Ordner, ne? Dann wirst du unter anderem die Buckets mitnehmen, die PostgreSQL-Daten, die Ledger-Daten und die Historiendaten. So, wohin unter Linux kopieren? Typischerweise würdest du jetzt die Stellar-Config und die Daten natürlich im Op-Data ablegen. Da das natürlich jetzt ein Verzeichnis im Container ist, ist das natürlich für uns ein bisschen blöd. Beziehungsweise in den gemounteten Ordner kopieren und dem ist dann für uns etwas einfacher zugreifbar, weil den haben wir ja. Hier verwendet Docker Compose zum Beispiel, je nachdem, was du halt eingestellt hast. Im Verzeichnis, wo deine Docker Compose liegt, ist auch der Ordner Pnode Data und der ist dann entsprechend hier mit deinem Pfad im Container verbunden. Da kommt das ganze Zeug rein. Alles, was du da rauskopierst, also die Verzeichnisstruktur für die Stellar Core musst du dir halt anlegen, für die Stellar Core Conf. Und wenn du alles kopierst, dann muss das unter diesen Ordner Pnode Data rein. Ne, da sind dann diese Ordner hier einzufügen. Und hier steht nochmal der vollständige Pfad, da habe ich es hier nochmal hingeschrieben, da brauchen wir das oben nicht nochmal ergänzen. Die Stellar Config gehört in den Container typischerweise nach Stellar Core, also Core etc Stellar Config.cfg. Da muss die Stellar Config hin, wenn du sie einzeln kopierst. Oder du kopierst, wie gesagt, wenn du migrierst von Windows komplett, weil du eine laufende Node hattest, diesen Ordner hier, ne? Alles was unter Docker Volumens drin flackt, dann entsprechend hier in diesen Pnode Data Ordner. Und wenn du das nicht hast, wenn du nur die Stellar Config hast, dann musst du dir halt die Verzeichnisstruktur noch anlegen. Na, also die Verzeichnisstrukturen hier, Stellar Core etc Stellar Core Config, da ist es nochmal drin. Solltest du dann wirklich stilvoll hinbekommen. Das eigentliche Problem, PostgreSQL und Rechte. Der entscheidende Punkt war, die Node zeigte in der Log Waiting for Postgres to be available. Der Container startet zur PostgreSQL-Prozesse, die Datenbank selbst war aber nicht korrekt installiert oder initiiert. Gut, ich will ja nicht so sein, falls die Erklärung nicht so ganz hängen geblieben ist, nochmal zum Angucken hier natürlich auch. Wir gehen mal kurz rüber auf unsere Maschine, brauchen einen Explorer, brauchen unser Laufwerk C, dann haben wir gesagt Benutzer, dann dein Benutzerprofil, wo du das installiert hast. Da hast du jetzt AppData. Da kommt Romaning und hier kommt das Verzeichnis P-Network. Und du siehst auch schon, hier ist ein ganzes Haufen Zeug drin. Lobstorage Cache, ne? Also da ist ziemlich viel vertreten. Aber das ist nicht das Verzeichnis, was wir wollen. Wir brauchen noch Docker Volumes. Jetzt kommt unser Testnetz. Und hier sind die 3 Ordner, die für uns interessant sind. Diese 3 Ordner würdest du jetzt quasi auf die Linux-Maschine rüber kopieren. Wenn du migrierst, wenn du die Daten mitnehmen willst. Wenn du nur die Stellar Config brauchst, gehst du hier unter Stellar, unter Core, unter etc. Und hier gibt es nur eine Datei, das ist die Stellar Core CFG. Solltest du irgendwie Dateien gar nicht angezeigt bekommen, schau nochmal hier unter Anzeigen, einblenden nach, dass du auch wirklich dann hier ausgeblendete Dateien bzw. Elemente natürlich anhast, damit du das im Zweifelsfall auch siehst, weil diese CFG werden öfters mal gerne versteckt. Gut, damit hätten wir die Sache zu kopierst du die Dateien rüber. Dann wollen wir uns natürlich das Ganze noch auf der Seite von Linux natürlich anschauen. Das heißt, wir switchen da mal ganz kurz rüber auf unseren Legend-Server. Wir brauchen den File Explorer. Dann gehen wir ins Verzeichnis, wo wir unsere Docker Compose liegen haben. Das ist ein Pfad, den kennst nur du. So, und hier habe ich jetzt das Volumen. Ich habe es als Mount Point eingebunden, Pnode Data. Und hier siehst du jetzt, wenn du migrierst, dann kommen hier in Pnode Data direkt die Verzeichnisse rein. Ja, da hatten wir Stellar, die PostgreSQL und Core. Wenn du natürlich jetzt nur die Stellar-core.cfg kopierst, dann gehst du auf Core. Wenn das Verzeichnis nicht da ist, legst du die Verzeichnisstruktur entsprechend an, dann etc. Und hier kommt deine Stellar Core Config rein. So, diesen Ordner werden wir jetzt auch mal kurz so stehen lassen. Wir gehen wieder zurück auf unsere andere Maschine. Die funktionierende Stellar
Core Config. Da können wir jetzt noch ein bisschen was rumbasteln und das sollten wir auch tun. Deshalb werden wir uns die Datei nochmal im Einzelnen jetzt anschauen. Und zwar haben wir jetzt hier natürlich eine kleine Sache. Hier müssen wir eventuell was anpassen. Der Public HTTP Port, der muss auf True stehen. Dann haben wir HTTP Port, den er verwenden soll. 11626, das ist der Port für Stellar. Und ganz wichtig, versucht diesen HTML Local Port Only nicht irgendwie einen Wert zu vergeben, sonst irgendwas. Remarkt ihn einfach aus. Dann funktioniert es. Dann funktioniert bei euch auch die Geschichte. Ich habe jetzt noch hier einen zweiten Wert drin. Pair Port, also der erste Port zum Paaren. Den habe ich jetzt nicht drin. Der wäre dann der 31402. Kannst du reinschreiben, kannst du auch weglassen. Ich hatte da nicht das Gefühl, dass das irgendwas beeinflusst. Und habe den dann irgendwann mal wohl anscheinend rausgeschmissen. Na, lassen wir das einfach mal so stehen. So, alles ist drüben, alles ist gemacht. Dann könnten wir jetzt eigentlich unsere Docker-Node für Pcoins starten. Das machen wir auch einfach. Machen wir hier im Terminal öffnen. Dann sind wir ja gleich vor Ort. Brauchen wir nicht lange mit CD arbeiten. Und Docker Compose up-d ist unser Befehl. Damit starten wir unsere Node. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil bei mir rennt ja die Node. Dann kommt jetzt hier erst einmal Pulling Container. Dann werden erstmal die Container geladen und so weiter. Ich kann dir jetzt einfach empfehlen, lass jetzt das gute Stück einfach mal 15 Minuten so stehen. Es sei denn, du bringst dir einen Fehler in der Docker Compose, dann musst du den natürlich beheben. Einfach jetzt Enter drücken, hochfahren lassen, 15 Minuten stehen lassen, lass ihn erstmal seine Konfiguration arbeiten. Die Node synchron bringen, dann anfangen lassen, dass er seine Chain aktualisiert, also die Blockchain runterlädt und so weiter, Datenbank aufbaut, das alles mal durchlaufen lassen, hast du 15 Minuten locker gut Zeit und wir schauen uns da was anderes an. So, steht auch nochmal drin, Überprüfen der Konfiguration, jetzt wird es natürlich erst ein bisschen interessanter. Die Befehl dazu ist hier Info, CRUL, HTTP und so weiter. Und dann verwenden wir jetzt hier gerade die lokale Adresse. Das ist jetzt eine Sache. Und wir erwarten in der Johnson den Wert Sync. Wir können aber auch Ledger verwenden. Dann wird er uns anzeigen, welchen Block das er gerade holt, aber nicht von wie viel. Und Authenticated Account könnten wir uns noch anzeigen lassen, ob die Node registriert ist. Es gibt dann noch ein bisschen besseres Monitoring und so. Da kommen wir aber noch später in anderen Video dazu. Also mit den Werten könnt ihr dann hier prüfen, anstelle von Info, Sync, Ledger oder Links, könnt ihr prüfen, Node online, Ledger aktuell, Pairs verbunden, Synchronisation aktiv. Wie schaut das jetzt aus? Schaut eigentlich vom Prinzip ganz einfach aus. So, da sagt er jetzt, unsere Johnson kommt raus. Und der meist interessante Teil eigentlich von der ganzen Johnson-Datei, können wir ein bisschen raufschieben, die ist nämlich ein bisschen länger. Jetzt also noch viel mehr Informationen, aber wie gesagt, das alles irgendwie abzufragen und zu handeln, ist einfach zu viel. Für uns ist wichtig, Node Start, Synced. Damit bekommen wir auch, hier ist der Last Check Ledger, das ist der andere, das ist der aktuelle Block, der auf der Blockchain, die jetzt auf euren Rechner gespeichert ist, down ist. Und dann haben wir einen Node Count von 11, das heißt, wir haben also einen guten Status. Das mal so zu den Informationen, die man da rausholen kann. Aber für uns ist eigentlich interessant, Synced, den werden wir dann auch noch bei Uptime Kuma verwenden, um da ein bisschen weiterzukommen. Wie gesagt, wenn du 15 Minuten abgewartet hast, dann einfach mal den Befehl da reinklatschen und gucken, wo die Node denn steht. Vielleicht ist er auch schon sync, manchmal ist er recht schnell. So, wichtige Erkenntnisse aus der Migration. BSL ist kritisch für PostgreSQL, DHL-Dateien, Datensperren, Rechteverwaltung. Native Umgebung ist deutlich stabiler, weniger Rechteprobleme, keine File-Looks, keine I/O-Probleme. Die P-Node ist intern komplexer als ein normaler Container. Das haben wir an der Docker-Config gesehen. An der Docker-Config, ja, ein Sprachfehler. An der Docker Compose YAML, die ist recht simpel gehalten, aber da steckt halt wirklich auch noch dahinter die PostgreSQL-Datenbank, das Stellar Core, der Supervisor, interne Migration und History Buckets.
Ja, das muss man alles nicht vergessen. Viele Fehler wirken sich wie Netzwerkprobleme, sind aber Dateisystemprobleme. Typische Symptome, das, was wir am Anfang auch besprochen haben, bleibt bei Block einhängen. Keine Synchronisation, keine API, zufällige Neustarts. Das ist alles das, was der Vergangenheit angehört. Wenn jetzt das hier unter Linux komplett läuft, ist das bei dir alles weg. Beschädigte Datenbank hast du auch nicht mehr, rechte Probleme, Inkonsistenz und Nurms hast du auch nicht mehr. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, Uptime Kuma. Da ist nochmal das Anlegen eines Monitores erklärt, wie das hier auch funktioniert mit Synced. Das heißt, wir sehen den aktuellen Stand unserer Node, ob sie synchron ist. Und wenn sie nicht synchron ist, wird es ja im Uptime Kuma auch entsprechend im Verlauf angezeichnet. Dann nochmal die Punkte hier, letztlich, woran es genau gelegen hat, die Dinge, worauf du achten musst. HTTP Local Only False. Das musst du ändern. Nach dem Auskommentieren muss das so aussehen. Raute HTTP Local Only ist false. Also wie gesagt, diese Funktion wird dadurch komplett deaktiviert und müsste dann auch über das Netzwerk eigentlich zugänglich sein. Also wir werden das jetzt auch gleich sehen, dass das funktioniert. So, detailliertes Anlegen von Uptime Kuma, das schauen wir jetzt noch gleich an. Add New Monitor, Monitortyp, HTTPS. Das ist jetzt mal ein Infomonitor zum Beispiel anlegen. Es sind ein bisschen andere Sachen dabei, was man noch alles mit Uptime Kuma machen kann. Das ist jetzt aber nur angesprochen. So, Uptime Kuma, der sieht so aus. Ich habe jetzt natürlich zum Test noch mehrere Ports angelegt. Das ist hier einfach nur TCP/IP-Port, ist der Port verfügbar. Also ist mein Stellar da. Dann ist meine Node da. Da müsste ich eigentlich den Zweier draus machen für den Pair-Mode-Code. Die Pin-Node Synced, das ist eigentlich der interessante Monitor, den ich euch noch zeigen will. Und da gehen wir mal kurz auf Bearbeiten. Moment. Da seht ihr jetzt auch, der ist durchaus durchgehend grün. Das heißt, die Node ist immer synced. Das ist, wenn die P-Node jetzt auf die Abfrage, die wir im Terminal gemacht haben unter Linux, unten ausspucken würde, nicht sync, dann würde da stehen Catching Up oder Joining oder der Anzahl der Blocks, die jetzt gerade pullt. Für uns interessant ist allerdings jetzt hier zu sehen, ist unsere Node Sync und wie lange ist sie Sync. Wie lange sie Sync ist, das sehe ich hier an diesem Balken. Wenn da mal eine Offline-Zeit dazwischen ist, dann ist er auch rot markiert. Kann ich euch aber leider momentan nicht zeigen, weil die Node also wirklich stabil läuft. Da haben wir Monitortyp, Suchwort, HTTPS ist also mit Suchwort. Dann Anzeigename, wie angezeigt werden soll, P-Node Synced, das ist also hier, das habe ich so eingetragen, damit ich das auch wieder finde. Dann will ich die Datei haben, die wir auch vorhin unter Linux abgerufen haben, wo wir gesehen haben, der Status ist Sync. Die Datei, die Johnson soll er sich wirklich holen. Und das Suchwort, was wir wollen aus der Datei, wir suchen in der Datei das Wort Synced. Es kann nur an dieser einen Stelle stehen und es taucht nur auf, wenn die Node synchron ist. Dadurch ist das eigentlich schon ein zuverlässiger Monitor, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so hübsch ausschaut, wie man sich das vorstellt oder gerne hätte. Nein, die Brücke von der Enterprise ist leider gerade nicht verfügbar. Kann man nicht mit einbauen? Nein, kein Lacrosse-Setup. Das ist eigentlich alles. Dann kannst du das Ding hier auch speichern und hast dann hier deinen Monitor. Aber jetzt mal auch am 15. Heute ist der 18. Also vor 2 Tagen, wo ich jetzt mal dran rumgeschraubt habe, waren die letzten Änderungen vom Status. Also die Node läuft jetzt seit 2 Tagen stabil durch. Hast du auch eine Historie, kannst du auch nachschauen. Also wie gesagt, Uptime Kuma nochmal mit rein installieren, ist vielleicht ein ganz guter Monitor, den man hier verwenden kann. Ansonsten wollte ich jetzt auf das Thema auch nicht weiter eingehen. Wenn dich der Monitor noch dazu genau interessiert, wie man den installiert, den Container installiert unter Dogger, dann schreibt es in die Kommentare, vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Kommt darauf an, wie hoch die anteilige Beteiligung denn und das Interesse ist. Dann haben wir Uptime Kuma auch durch und sind eigentlich am Ende unseres Videos. Klappe. Sollte dir das Video gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video. Die ganzen CLIs und Skripte kannst du natürlich auf der Homepage herunterladen. Den Homepage-Artikel verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung.
Dann produziere ich diese Videos in meiner privaten Freizeit auf meine privaten Kosten. Und wenn du es gut findest, was ich hier tue und den Kanal finanziell unterstützen möchtest, weil du auch was davon hattest, dann würde mich über eine Spende sehr freuen. Spendenlinks verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Solltest du dennoch weitergehende Probleme mit deiner PC, mit deiner EDV, mit deinem Netzwerk, mit deinem Einzelplatz haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen. Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.